Das Pentagon erwägt, eigene militärische Starships von SpaceX zu kaufen. Die bei Airbus in Bremen gebaute Starlab-Raumstation wird mit einem einzigen Starship-Start ins All gebracht. SpaceX testet Methaninfrastruktur am Pad 39A für erste kommerzielle Mondlandung. Space Shuttle wieder senkrecht. Dream Chaser auf größtem Vibrator der Welt. Termin Space Creator Day 2024 ist fix. Polaris Raumflugzeug testet Aerospike-Triebwerk. Northrop Grumman baut Treibstoffdepot für US-Militär im All. ESA Earthcare geht an SpaceX. Japanischer Slim-Mondlander wacht wieder auf. Nächste indische Mondlandung in Kooperation mit Japan. Ariane Space vermarktet indische Raketen. China auf Kurs mit Probenrückführung von Asteroiden und Mars. ESA-NASA-Probenrückführung vom Mars vor dem Aus. Exim 3 auf dem Heimweg. Und das JPL wendet sich an die US-Industrie für kommerzielle Mars-Missionen. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Regelmäßige Senkrechtstarter wissen das schon länger. Jetzt ist es auch international wahrgenommen worden. Das von Airbus in Bremen gebaute Starlab wird mit dem Starship ins All starten. Die kommerzielle Starlab-Raumstation ist eine Kooperation von Voyager Space und Airbus Defence and Space. Die Station, die soll aus Edelstahl gebaut werden und wird so groß sein, dass man sie in Bremen direkt neben der Weser bauen muss, weil ein Landtransport vom derzeitigen Airbus-Gelände sonst nicht möglich wäre. Sie besteht aus einem einzigen Druckkörper mit großem Wohn- und Laborbereich, unterteilt in mehrere Decks. Da die Station als Ganzes gestartet wird, benötigt sie keine Montage im Orbit, was Zeit und Kosten spart. Der Bau der ISS, der hat ja länger gedauert als die letztendliche Betriebszeit und barg ja auch durch die vielen Außeneinsätze erhebliche Risiken. Zwar besteht Starlab nur aus einem Modul, trotzdem wird sie etwa über ein Drittel des Rauminhalts der ISS verfügen, also in etwa so groß wie die chinesische Station. Starlab soll noch vor der Außerdienststellung der ISS starten, also wenn alles gut läuft, noch vor 2030. Der große Elefant im Raum ist dann natürlich ein einsatzbereites Starship. Wenn weiter alles gut läuft, soll Starship ja auf seinem nächsten Testflug die Einsatzreife als Orbitalrakete erreichen. Laut Christian Davenport von der Washington Post ist die FAA dabei und wird voraussichtlich Mitte bis Ende Februar eine neue Startlizenz für den dritten Flug der voll integrierten Starship-Rakete erteilen. Ich verdrehe ja immer die Augen, wenn mir mal wieder jemand erzählen möchte, dass die SpaceX-Raketen von dem Elon Musk doch alle andauernd explodieren, dass SpaceX eine agile Hardwareentwicklung mit dem Starship beschreitet und spektakuläre Explosionen mit eingepreist wurden, muss ich euch ja nicht erzählen. Anders im Pentagon, mittlerweile denkt man auch laut dort über die exklusive Nutzung des Starships fürs US-Militär nach. Neben den Punkt-zu-Punkt-Flügen als Service mit Fracht für das US-Militär ist nun auch Hardware speziell für das US-Militär im Gespräch. Colonel Eric Feld, Direktor für Weltraumarchitektur der US Air Force, sagte auf der Space Mobility Conference, man werde, wenn möglich, benötigte Services einkaufen. Es könnte jedoch einige Anwendungsfälle geben, in denen eine staatliche Rakete oder ein staatliches und staatlich betriebenes Starship benötigt wird und der Start dann spontan und unter voller staatlicher Kontrolle erfolgen kann. Hier sei angemerkt, dass SpaceX bestimmt auch Interesse daran hätte, die im großen Maßstab aufgebaute Starship-Serienfertigung mit exklusiven Verteidigungsstarships auszulasten. Ich weiß ja nicht, ob das von Anfang an der Plan von SpaceX war, aber eine Nachfrage zu schaffen, für die man dann der einzige Lieferant ist, da bekommen vermutlich gerade ein paar Vertriebler feuchte Augen. Zurück vielleicht noch einmal zu den Punkt-zu-Punkt-Starship-Flügen, für die SpaceX ja bereits einen Forschungsvertrag mit dem Pentagon hat. Hier könnte ein Demonstrationsflug bereits 2026 stattfinden. Mit über 100 Tonnen Fracht wäre man dann beim Starship in der gleichen Transportkapazität wie die C-17 Globemaster, die das US-Militär ja neben kommerziellen Frachtdienstleistern auch selbst betreibt. Laut Gregory Spengers, leitender Wissenschaftler für das Raketenfrachtprogramm am Air Force Research Laboratory, könnte es relativ kostengünstig sein, Frachtcontainer wie Satelliten von der Rakete abzusetzen, wenn Starship die angepeilten hohen Startraten mal erreichen kann. Laut Spengers wäre das der Punkt, an dem die Kosten eine Größenordnung gesenkt werden könnten und an dem Raketenfrachttransporte dann äußerst attraktiv werden. Das Air Force Research Laboratory hat bereits an Möglichkeiten gearbeitet, militärische Fracht in Containern zu verpacken, damit sie auf einer Rakete transportiert werden kann. Die Herausforderung besteht darin, ein Design für Standardcontainer zu entwickeln, die dann auch auf anderen Transportmitteln gut funktionieren. Ja, ob es dann exklusive Starships für das Pentagon werden oder doch eine Startdienstleistung, die Serienfertigung, die wird wichtig.
Starbase, Serienfertigung von Starship, das bringt uns zur Starbase in Texas. Während ich die News schreibe, ist die Startanlage noch leer, aber wir warten für die kommenden Tage, dass Booster 10 und Ship 28 zurück zum Pad kommen, um für einen Start gemeinsam dann mit der Bodeninfrastruktur als Ganzes getestet zu werden. Und wie mein Kumpel Felix von What About It berichtet, ist der Hot Staging Ring, durch den ja bei der Stufentrennung die Oberstufenraptoren durchfeuern, bereits auf Booster 10. Außerdem baut man weiter kräftig an den Produktionsanlagen und der Infrastruktur für das Starship. Ein Riesenvorteil der agilen Hardwareentwicklung. Bis auf das Starship-Entwicklungsprogramm wurden ja bisher alle Raketenentwicklungen minutiös vorgeplant und die Fertigungsanlagen geplant und gebaut und dann mit den ersten Prototypen in Betrieb genommen. SpaceX dagegen hat eher minimalistisch mit einer Mischung aus Schrottplatz, Ästhetik und temporärer Festival-Zeltstadt einen Weg gefunden, die größte je gebaute Rakete flugfähig zu machen und zieht jetzt erst die Fertigung glatt. Und ja, mit der Expertise aus der Automobilindustrie sollte das SpaceX auch gelingen. Apropos Autos, eher eine Nebennews, aber die Starbase bekommt laut Felix ein 6-stöckiges Parkhaus, was dann für über 1000 Parkplätze reichen dürfte und die aktuell doch eher schwierige Parksituation in der Starbase verbessern dürfte. Ja, Starship wird kommen, aber noch liegt die Raumfahrtdominanz von SpaceX auf den Schultern der Falcon-Raketen. Knapp 100 Starts waren es ja letztes Jahr. Dieses Jahr, da könnten es 150 werden. Ein Start, der mich da sehr interessiert, der nächste Versuch einer privaten Mondlandung. Für den Start des IM-1-Lander von Intuitive Machines wurden diese Woche weitere Cryotests der Betankungsinfrastruktur durchgeführt. Die wurde im regulären Flugbetrieb wie nebenbei installiert. Hintergrund, der IM-1-Lander, der nutzt kryogene Treibstoffe, die deutlich performanter sind als Hypergole, die wegen ihrer tiefkalten Temperaturen aber ja eben nicht lagerbar sind und deshalb müssen die unmittelbar vor dem Start eingefüllt werden. Flüssiger Sauerstoff nutzt Falcon auch, aber Flüssigmethan musste für die IM-1 nachgerüstet werden. Eine Generalprobe dieses Systems mit der Falcon 9 und dem IM-1-Lander ist für nächste Woche geplant. Apropos gut verpackt, ich freue mich riesig, dass Gieswein dieses Jahr wieder ein Partner von Senkrechtstarter ist und passend zum Februar, der oft nochmal richtig kalt werden kann, habe ich mir Gieswein Merino Hausschuhe gekauft. Tatsächlich meine ersten Hausschuhe, die ich mir selber gekauft habe. Grüße gehen raus an meine Mama. Ja, aber das Familienunternehmen Gieswein aus Österreich, das hat insgesamt ein tolles Sortiment. Unter dem Video, da findet ihr eine Liste mit Produkten, die ich nutze und die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Mit meinem Link und dem Code Moritz20 bekommt ihr 20% auf eure Bestellung. Ich hatte letzte Woche schon darüber berichtet, das Space Shuttle Endeavour ist nun wieder senkrecht. Es wird nicht mehr starten, aber ich finde das ja eine großartige Idee, das Space Shuttle nicht liegend oder hängend, sondern in Startkonfiguration auszustellen. Auch senkrecht, auch ein Spaceplane, der Dream Chaser, ist zusammen mit seinem Frachtmodul vereint auf einem Shaker. Das ist nicht irgendein Rütteltisch, sondern der größte der Welt im Armstrong-Testzentrum der NASA in Ohio. Mit dem Dream Chaser, da soll ja für die NASA Fracht zur ISS befördert werden, aber auch wieder zur Erde zurückgebracht werden. Eine Fähigkeit, die ja immer wichtiger wird. Weiter zum Thema Raumflugzeug. Das Bremer Startup Polaris hat laut meinem Kumpel Andrew Parsonson von European Spaceflight erste Rolltests seines Prototypen Mira unter Raketenantrieb durchgeführt. Das Unternehmen, das arbeitet an einem Aurora-Raumflugzeug, das bis zu 1000 Kilogramm Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern können soll. Wird vielleicht gerade Menschen älterer Jahrgänge an Eugen Sänger erinnern. Ganz spannend, dass der Flugdemonstrator Mira laut Polaris das erste Fahrzeug werden soll, das ein lineares Aerospike-Raketentriebwerk im Flug für den Antrieb nutzt. Ja, jemand, der gar nichts von Aerospikes hält, Tom Müller, der Vater des Merlin-Triebwerks bei SpaceX. Laut eigenen Angaben der Mensch, der Elon Musk vom Treibstoff Methan überzeugt hat. Ich habe mich ultra gefreut, dass mein Kumpel Adrian von NASA Spaceflight die Woche mit Tom Müller sprechen konnte. Hier eine große Empfehlung an das Interview ist unter dem Video verlinkt. Adrian sehe ich ja leider viel zu selten in Person. Das letzte Mal auf dem Space Creator Day 2023. Das ist ja das große Event, wo sich die deutschsprachige Community in Speyer im Technikmuseum trifft. Und hier unbezahlt Werbung, wie ihr auch, bin ich da Fanboy und Gast. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Es gibt jetzt den genauen Termin und der Ticketverkauf ist auch gestartet. Das erste Early Bird Ticket Kontingent, das war innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Also wenn ihr wisst, ihr wollt und ihr könnt kommen, dann holt euch definitiv ein Ticket. Ich werde definitiv auch da sein. Link ist unter dem Video. Freue mich auf euch. Ich weiß, gab schon viel Militär-News heute. Tut mir auch leid, ich bin vom Team Exploration und nicht Krieg der Sterne. Trotzdem, wenn es für die weitere Entwicklung der Raumfahrt meiner Meinung nach wichtig wird, dann sprechen wir hier drüber.
Die von Northrop Grumman entwickelte Betankungsschnittstelle für US-Militärsatelliten wurde als bevorzugter Standard ausgewählt. Die Schnittstelle Passive Refueling Module, PRM genannt, die ermöglicht die Betankung von Satelliten im Orbit, um deren Lebensdauer zu verlängern. Außerdem unterstützt die Space Force die Entwicklung eines orbitalen Tankers durch Northrop Grumman, der bis zu 1000 Kilogramm Hydrazin für geosynchrone Missionen transportieren kann. Der neue EarthCare-Satellit der ESA wurde diese Woche verabschiedet. Mit einer Falcon 9 soll EarthCare dann von Vandenberg ins All. Der Satellit soll ein tiefgreifendes Verständnis der Interaktion zwischen Aerosolen und Wolken in unsere Erdatmosphäre bringen. So sollen Klima- und Wetterphänomene besser durchschaubar werden. Dafür hat EarthCare einen Atmosphärenleiter. Hier werden Lichtimpulse eines Lasers in die Atmosphäre geschossen und die zurückgeworfenen Signale analysiert. Das von der JAXA beigesteuerte Wolkenprofilradar CPR ermöglicht EarthCare hingegen einen Blick ins Innenleben der Wolken. Dazu kommt noch ein multispektraler Imager. Das Instrument erfasst hochauflösende Bilder in verschiedenen Spektralbändern des sichtbaren und infraroten Lichts und ermöglicht so Aussagen über die Zusammensetzung der Wolken. All diese Daten zusammen, LiDAR, Radar und Multispektralimager, die erzeugen dann dreidimensionale Informationen über Wolken und Aerosole. Deutschland ist in der Erdbeobachtung sehr stark und so macht es durchaus Sinn, dass der ESA-Satellit unter DLR-Führung gebaut wurde. An EarthCare ist, wie gesagt, auch die JAXA beteiligt und das bringt uns zum Mondlander Slim. Der ist tatsächlich wieder aufgewacht, nachdem seine Solarpaneele bei neuem Sonnenstand wieder Energie erzeugt haben. Laut JAXA wurde auch umgehend der wissenschaftliche Betrieb wieder aufgenommen. Mittlerweile dürfte die Mondnacht hereingebrochen sein und ob der Lander nochmal aufwacht, ja, das ist wegen der geringen Temperaturen mehr als fraglich. Japan und Indien, jetzt nun beides Nationen im exklusiven Club der Mondländer. Da verwundert es nicht, dass die beiden bei der nächsten indisch geführten Chandrayaan-Mission kooperieren und Japan einen Mondrover beisteuern wird. Die Vorstudien zur Chandrayaan-4-Mission sind nun abgeschlossen und das Landerdesign, das ist finalisiert und wird nun geprüft. Die Mission soll auch der Vorläufer zur geplanten Probenrückführung für Indien werden. Ja, Probenrückführung vom Mond, das hat China ja bereits mit Chang'e 5 demonstriert. Der nächsten Mission, Chang'e 6, soll das sogar von der erdabgewandten Seite gelingen. Das wäre ein weiterer Eintrag für die Geschichtsbücher. Alle anderen Mondproben, die wir bisher haben, sind ja von der erdzugewandten Seite. Die Mission, die wird voraussichtlich jetzt in diesem Jahr im Mai starten. Eine ziemliche Überraschung vermutlich, die Bekanntgabe der Landestelle der Folgemission Chang'e 7. Die soll am Shackleton-Krater in der Mond-Südpol-Region landen. Einer der wenigen Orte, an denen es fast ununterbrochen Sonnenlicht gibt, aber im Krater permanenten Schatten und damit sehr, sehr wahrscheinlich Wassereis. Die Landung, die ist für 2026 geplant. Ich zitiere mal aus der US-Serie Space Force, als die Chinesen dort gelandet sind und die Amerikaner auch dort landen wollten. Da hieß es dann nur, "We first, go away, see other crater." Ich hatte diese Woche auch einen Schreck bekommen, weil finale Studien für Tianwen 2 aufgetaucht sind, die 2025 starten soll. Tianwen 1, das war ja die erste und auf Anhieb geglückte chinesische Marslandung mit Rover. Bin da aber ein bisschen durch den Tüttel gekommen. Tianwen 2, das wird eine Asteroidenrückführmission, die für Mai 2025 geplant ist. Tianwen 3 hingegen wird wieder eine Mars-Mission und zwar eine Probenrückführung vom Mars zur Erde. Die ist aktuell für November 2028 geplant. Das wäre technologisch definitiv eine Watsche für die USA und für die ESA, die seit Jahren an so einer Mission arbeiten und ja mit Perseverance sogar bereits Proben für die Rückführung gesammelt haben. Wegen Budgetkürzungen liegt die Mission beim JPL aber aktuell auf Eis. Immerhin mehr als 40 US-Kongressmitglieder fordern das Weiße Haus gerade auf, die Kürzung des Mars Sample Return Programms der NASA wieder rückgängig zu machen. Die ESA, die würde bei dieser Mission ja die Proben im Mars-Orbit aufnehmen und dann zur Erde zurückbringen. Aber ohne US-Mission keine ESA-Mission. Also Scheitern von ESA- und NASA-Projekten wegen Budget, da gibt's tatsächlich ein paar Beispiele. JUICE ist zum Beispiel auch aus so einer geplatzten Partnerschaft entstanden. Ja, der Fluch des ewigen Junior-Partners. Vielleicht als Reaktion auf die Budgetkürzung hat das Jet Propulsion Laboratory, also das JPL der NASA, diese Woche eine neue Ausschreibung in die Industrie gegeben. Spannender Titel: Exploring Mars Together Commercial Service Studies. Daran wird die Industrie aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie sie private Missionen zum Mars durchführen würde. Ich korrigiere, die US-Industrie wird aufgefordert. Da wäre Europa dann leider auch wieder raus.
Die Ariane Group bereitet die Verschiffung der ersten Kern- und Oberstufe der Ariane 6 für den Jungfernflug vor. Aktuell ist das Schiff auf dem Weg nach Bremen, um die Oberstufe einzusammeln. Dann wird es dann auf die 10-tägige Reise nach Französisch-Guyana gehen. Rakete und Nutzlast um die halbe Welt fahren zum Starten. Das wird noch ein Riesenproblem für die europäische Raumfahrt werden. Agil und Rapid Response geht anders. Aber bei Kourou, da geht es eben auch viel um Geopolitik. Apropos Geopolitik, der europäische Startanbieter Arianespace hat eine Absichtserklärung mit dem kommerziellen Arm der indischen ISRO unterzeichnet. Es geht um eine langfristige Partnerschaft für die Nutzung der indischen GSLV Mark III, die ja auch das indische Crew-Programm trägt. Das mag auf den ersten Blick erst einmal komisch wirken, dass Arianespace andere Raketen vermarktet. Aber erstens hat Europa gerade keine eigenen einsatzbereiten Raketen und zweitens gab es das ja schon mal. Arianespace hat ja unter anderem auch die russischen Soyuz vermarktet. Im Nachhinein zeigte sich, zusammen mit der Ariane 6 war das vermutlich einer der größten Fehler der europäischen Raumfahrt, aber vielleicht läuft's ja mit den Indern besser. Letzte Woche Sonntag hat der Iran seine Flüssigtreibstoff-Orbitalrakete Simorgh gestartet. An Bord befanden sich die Satelliten Medar, Keyan und Hatlev. Am Montag, 29. Januar, ist vom Kennedy Space Center eine weitere Ladung Starlink-Satelliten gestartet. Keine 5 Stunden später hat SpaceX von Vandenberg nachgelegt, auch eine Ladung Starlinks. Am Dienstag dann der Cygnus-Start mit Falcon 9 von SpaceX zur ISS. Am Mittwoch, 31. Januar, ist von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland eine Electron mit der Mission 4 of a Kind gestartet. An Bord 4 Satelliten für NorthStar, Earth and Space. Dieser Start war der erste Schritt zu einer Bildung einer Konstellation für 12 Satelliten. Für uns aber vermutlich noch spannender, die Wiederverwendbarkeit des Elektron-Boosters soll getestet werden. Erstens war eines der Triebwerke schon auf einem vorherigen Flug geflogen und als nächster Schritt möchte Rocket Lab den ganzen Booster erneut fliegen. Am Samstag, 3. Februar, ist von Xicheng eine Lange Marsch 2C gestartet. An Bord Satelliten für das autonome Fahren für den Automobilkonzern Geely. Auch Samstag, auch China, ein Sea-Launch des Smart Dragon 3 mit 9 Satelliten. Wenn die News dann am Sonntagmorgen erscheinen, sollte von Vandenberg eine weitere Ladung Starlink-Satelliten mit SpaceX Falcon 9 gestartet sein. Kommen wir zu den ISS-News. Am Vormittag des 1. Februars fingen die beiden NASA-Astronauten Laurel O'Hara und Jasmine Mock-Bailey die von SpaceX gestartete Cygnus-Kapsel mit dem kanadischen Robotikarm der ISS ein. Später wurde die Kapsel dann fest mit dem Knotenmodul 1 ISS Unity verbunden. Wie ich finde, besonders spannend mit an Bord ein von Airbus für die ESA gebauter Metall-3D-Drucker, der dann im Columbus-Modul installiert werden soll. Zwar gibt's bereits seit 2014 einen 3D-Drucker auf der ISS, jedoch nur für Plastik. Dieser neue Metall-3D-Drucker, der heizt Metallfilament auf 1200 Grad Celsius auf. Ziel ist es hier, zunächst einmal zu verstehen, wie ein solcher 3D-Drucker im All funktionieren kann. Für Langzeitflüge zum Mond oder gar Mars, wo man nicht jedes Ersatzteil mitnehmen kann, könnten sich diese Technologien als extrem nützlich erweisen. Aber auch die von mir oft beschriebene Schwerindustrie und Fertigung im All könnte hier tatsächlich ihren Ursprung nehmen. In Sachen Exploration ist zu meinem Leidwesen Europa zwar kein wichtiger Player, in Grundlagenforschung aber immer wieder Weltspitze. Ja, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte Axiom 3 schon Abschied nehmen. In ihren 2 Wochen Besuch auf der ISS führte die Axiom 3 Besatzung in einem eng abgestimmten Zeitplan wissenschaftliche Untersuchungen, Live-Schalten zum Boden und Wartungsarbeit an der ISS durch. Denn bezahlt wurde der Flug ja von den jeweiligen Heimatnationen der Astronauten. Walter Viladei flog für die italienische Luftwaffe, Alper Gesceravci für den türkischen Staat und Markus Wandt für die Europäische Raumfahrtagentur, aber das Budget kam von Schweden. Fun Fact, Nicola Winter und Amelie Schönewald fliegen ja nicht ins All, weil Deutschland bisher den mittleren zweistelligen Millionenbetrag nicht klar machen wollte. Da waren Schweden und Polen pfiffiger. Zurück zur Axiom 3 Crew. Walter Viladei, der erstmalig nicht für die italienische Raumfahrtagentur ASI oder die Europäische Raumfahrtagentur ESA, sondern für die italienische Luftwaffe geflogen ist, führte während seiner Mission jedoch nicht nur Experimente für die Luftwaffe, sondern auch für die ASI und andere italienische Forschungseinrichtungen durch. Für die Türkei flog mit Alper Gesceravci der allererste türkische Astronaut ins All. So wurden Live-Schalten mit dem türkischen Präsidenten Erdogan live im türkischen Fernsehen sowie mit unzähligen Kindern in der Türkei durchgeführt. Teilweise wurden diese Live-Schalten durch das von der belgischen Raumfahrtfirma Space Application Services konzipierte und kommerziell betriebene Mediaset durchgeführt. Für den schwedischen ESA-Astronauten Markus Wandt hieß es in den 2 Wochen vor allem bisherige ESA-Experimente auf der ISS fortführen. Darunter besonders viele deutsche Experimente. So kam der erstmalig von Alexander Gerst 2018 getestete Astronautenassistent Simon wieder zum Einsatz. Dieser wurde im Auftrag der DLR-Raumfahrtagentur von Airbus und IBM entwickelt. Dabei wurden die menschlichen Aspekte des Assistenzsystems von der LMU in München entwickelt. Ein weiteres Experiment, das Markus Wandt durchführte, das Plasmakristall-Experiment PK4. Dabei werden Plasmen in der Schwerelosigkeit erzeugt und deren Eigenschaften erforscht.
Denn in der Schwerelosigkeit können sich diese Plasmen zu komplexen 3D-dimensionalen Kristallen ausbilden. Wissenschaftler können mit diesen Kristallen dann die Eigenschaften von Plasmen erforschen. Grundlagen, die zum Beispiel der Fusionsforschung dienen. Fun Fact, das Experiment PK4 habe ich auch im Zero-G-Flug von der Deutschen Raumfahrtagentur in der Schwerelosigkeit begleitet. Grüße gehen raus. Vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche letzte Woche. Ich klinge noch etwas krank, bin aber wieder ziemlich fit. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch den letzten Rest kalte Jahreszeit kommt. Hier geht wieder mein besonderer Dank an alle Menschen, die durch ihre regelmäßige monetäre Unterstützung den Kanalbetrieb sichern. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang am Dienstag, 6. Februar soll von Cape Canaveral mit einer Falcon 9 die NASA Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem Mission, kurz PACE, starten. Und der Wochenabschluss wahrscheinlich am Samstag, 10. Februar schon, von Cape Canaveral eine Falcon 9, die soll dann Starlink-Satelliten starten. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.